Willkommen, Freunde der fleißigen Unterhaltung, zu einem neuen Video. Seit dem Nautilus Drop, dem Lucky Drop, still can't believe it, haben sich viele schon gewünscht, ob ein DPS-Test-Video kommt. Wann kommt das DPS-Test-Video? Machst du auch ein DPS-Test-Video? Ja, hiermit machen wir ein DPS-Test-Video. Und zwar seht ihr schon oben, haben wir einmal als Comparison, als Vergleich, FWC X in der First Hand und das Coral Sword in der Second Hand. Das Coral Sword besitzen wir leider nicht mehr. Ich lasse es aber trotzdem mal drin, einfach nur als Vergleich, um das nochmal zu sehen, wie krass denn der Unterschied ist, wenn du einmal das Sword hast oder einmal hast du die Axt und so. Was macht das für einen Unterschied? Hängt natürlich auch immer drauf an, wie sind sie gerollt und sowas alles. Aber ich denke mal, es ist ein ganz netter Vergleich. Nur anzumerken ist, dass wir vom letzten DPS-Test 4 Level nun höher sind, also 8 STR auch mehr haben. Das auf jeden Fall als kleiner Reminder. Es macht jetzt keine 10k DPS aus. Aber nur, dass man das nochmal kurz innebehält. Wir werden deswegen auch FWC Axt First Hand und Second Hand jetzt nochmal als einen neuen Test machen. Da oben steht noch der alte Wert, 260k DPS. Das war mit Level 150. Das werden wir jetzt einfach nochmal machen, gleich als erstes, dass wir da einen aktuellen Wert haben. Und dann gehen wir dann auf die Nautilus Axt in der First Hand und gucken, wo wir da mal landen. Ansonsten gehen wir jetzt erstmal kurz das Equipment nochmal durch, womit wir hier dann den DPS-Test durchführen. In der FWC Golden First Hand haben wir jetzt halt die FWC Golden Axt mit 3x Wind A-Karten und 2x Zorn B. Und wir haben in der Second Hand FWC Golden Axt mit 5x Wind B. Und als Schmuckset haben wir das Champions Set mit Ring plus 4, D-Moll plus 4, Gore plus 2, den anderen D-Moll auch plus 4 und den Champions zweiten Ring auch plus 4. Und natürlich ein FWC Golden Form Set mit Increased Attack plus 28%. Das ist quasi unsere Base, womit wir dann starten. Wir werden dann die Second Hand mit den 5 Wind B-Karten dann austauschen gegen die Nautilus und die auf First Hand legen. Das machen wir aber danach. Erstmal gucken wir jetzt, dass wir auf die Werte kommen. Wie beim letzten Test, da hatten wir auf jeden Fall Link Attack an. Genauso hatten wir einmal einen Upcut-Stone, einen richtigen und Crit-Rate und Crit-Schaden-Potion. Und natürlich unser Crit-Schaden-Pad mit 29%. So, und dann haben wir jetzt hier unsere Werte, die wir sehen können zum Vergleich. Ich muss jetzt gerade, hatte ich schon angefangen anzugreifen, aber noch gemerkt, wir hatten letztes Mal einen weniger in der Party gehabt. Den habe ich jetzt noch kurz rausgekickt und jetzt können wir auch reingehen in den DPS-Test. Und haben jetzt hier quasi alle Werte, die wir brauchen. Ja, theoretisch müssten wir wieder um die 260k DPS bei rumkommen, vielleicht einen Ticken höher, wegen den mehr STR, die wir nun haben, im Vergleich zu Level 150. Ansonsten ist alles genau gleich. Wir haben jetzt keine Inskalierung mehr oder sowas, das war vorher auch schon plus 20. Der Rest müsste genau gleich sein. Letztes Mal haben wir noch gegen den Wind-Dummy gekämpft, weil wir Element Feuer drauf hatten. Jetzt haben wir überall das Erde-Element drauf auf der Nautilus und bei den Äxten, weil ich jetzt in dem Levelbereich halt gerade bei Dorian-Level, die Blitz sind. Aber das macht ja auch nichts weiter jetzt aus. Müssen wir hier nur natürlich genau abpassen, dass wir Berserk und GT zum richtigen Moment hitten. Ja, und überraschenderweise kommen wir jetzt langsam gegen die 50 Mio und wir sind bei 258, also sogar leicht abgesunken, 258k DPS. Es kann jetzt vielleicht wegen Berserk sein, dass wir deswegen so in dem Dreh rumliegen, weil ich vielleicht nicht schnell genug nachgecastet habe oder es waren halt einfach ein paar Lucky Crits mit dabei oder weniger Blocks oder weniger Misses. Ja, aber insgesamt sage ich mal relativ ähnlich noch, nur einen Ticken niedriger als beim letzten Test. So, und da kommen wir jetzt auch schon zu dem richtigen, wichtigen Test. Wir haben einmal die Nautilus Axt, da sehen wir auch schon, wie unsere Attack wesentlich höher geht als noch davor. Und das ist unser Second Hand Axt. Jetzt sind wir schon bei 14.000 Attack, ohne dass wir Berserk geused haben. Aber da gehen wir jetzt natürlich auch noch rein. Und ich würde sagen, der DPS-Test kann damit auch hier schon gleich starten. Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, wo wir landen. Also Anfang tut er schon mal sehr, 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 sehr hoch. Ob er das halten kann, das ist jetzt natürlich die Frage. Aber wir sehen, wir droppen schon Richtung 300k runter.
Ja, bin ich mal gespannt. Waterball hat ja hier natürlich keinen Nutzen, da es nur auf die Umliegenden geht. Aber allein wegen der hohen Base Attack und die Effekte und die STR plus 4, ganz, ganz wichtig. Bin ich mal gespannt, was dabei jetzt am Ende rauskommt. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir hier Berserk immer richtig hitten und GT. Wir haben einen Test davor, aber erstmal sieht es so aus, als ob wir über die 300k-Marke tatsächlich bleiben. Was ein ziemlich krasser Sprung ist im Vergleich zum Coral Sword. Aber man sieht hier natürlich, dass auch ohne Element-Upcut-Stone wir eigentlich nie unter 100k critten, außer natürlich bei einem Block-Hit. Sogar manchmal 200k Crits oder 206k Crits mit dabei sind. Das ist ziemlich, ziemlich fett. Wie gesagt, ohne irgendwie Element-Angriffsstone noch mit drauf. Also da könnte man theoretisch noch mal ein bisschen mehr sehen dann, gerade beim Leveln. Oh, jetzt haben wir Berserk hier einmal verpasst durch das Gequatsche. Aber nicht ganz so schlimm. Im Augenblick habe ich es noch gesehen, aber wir sind safe über die 310k DPS. Das ist schon big. Also die Nummern, die hier so stehen, das ist schon... Ich sag mit einem Element-Upcut und noch einem besseren Pet ist das schon langsam richtig, richtig heftig. Und das ist erst eine Nautilus-Axt. Die zweite fehlt noch. Okay, wir sehen jetzt hier, wir kommen an die 50 Mio ran und sind so bei 315, 314. Na, kommen wir noch 315? Sehen wir die nochmal? Oh, 315. Nee, ich habe sie genau gesehen. Genau die 315k gesehen bei 50 Mio. Ja, doch. Das sind die 315k. Ja, das ist schon ziemlich beeindruckend. Also ich hätte mir schon irgendwo beim Coral Sword gewünscht, dass wir da auch eine wesentlich höhere DPS gehabt hätten. Die Frage ist natürlich jetzt mit dem Coral Sword noch in der Offhand. Da könnte schon sein, dass wir da die 330k DPS-Marke geknackt hätten. Aber gut, ich musste das Ding ja unbedingt verkaufen, aber ist nicht so wild. Wisst ihr was? Ich droppe mir einfach noch ein Sword oder eine Nautilus-Axt. Und dann ist das Thema auch gegessen. Ja, ich muss natürlich so ein bisschen überlegen, was fange ich noch mit meinem Geld an, mit meinen 18 Milliarden. Ich bin so ein bisschen an Hin- und Herwanken zwischen, ich kaufe mir ein ziemlich gutes CD-Pad oder ich mache eins selber. Aber das wäre schon ein krasses Ding, die ganzen A-Pads und sowas und S-Pads zu kaufen. In der Hoffnung, dass es dann halbwegs gut rollt. Ich bin da echt noch ziemlich unschlüssig. Vielleicht sollte ich auch einfach warten, bis der richtige Moment kommt. Ich glaube, das wäre sogar ein bisschen klüger. Aber ich hätte schon gerne ein besseres Crit-Schaden-Pad jetzt mit der Nautilus-Axt, um noch mehr Potenzial einfach aus dem Blade rauszuholen. Ich werde auf jeden Fall sehen, was da die Zukunft bringt. Ansonsten würde ich sagen, wir können auch einfach mal einen kleinen Abstecher bei Red Meteonica machen und gucken, wie schnell wir den runterbrezeln können. So, ich würde sagen, dann können wir auch schon mit den Praxistests starten. Wir sind bis unter die Hütte voll mit Prams, weil irgendwo müssen sie ja auch hin. Und ich würde sagen, wir machen natürlich hart, keine halben Sachen. Wir sind ja nicht weich oder normal, sondern wir sind hart. Nur die harten kommen in die harten. Und ich würde sagen, da können wir auch schon mal attackieren. Wo ist er denn? Achso, ja, lul. Moin, der ist ja noch gar nicht da. Gucken wir mal, was wir da jetzt so hinkriegen. Also das sind hier unsere Werte. Kann ich ja gerne so einmal offen lassen. Wo ist das Fenster? Hier ist das Fenster. Bin mal gespannt, was für eine Zeit wir haben. Ob wir vielleicht auch sogar sterben. Kann natürlich alles sein, wenn man nicht so ganz aufpasst. Ist auf jeden Fall mit Berserk jetzt nicht so super gut getimt, ich Idiota. Wo ist er? Da ist er. So, Berserk rein da. Ja, das Geile natürlich, was man hier gleich merkt, ist im Vergleich zu den Bloody-Echsen oder FWC-Echsen in der First Hand, dass wir keinen Zack Blatt mehr haben. Was natürlich super nervig ist. Und wir daher unseren Blade hier immer heilen müssen und nicht konstant durcherzählen können. Und unsere Party war noch nicht mal voll. Auch nice.
Aber es sieht erstmal nach einer ziemlich krassen, konstanten DPS-Zahl aus, die wir hier haben. Trotz der Stunts und allem. Okay, das ist nicht meine Heal-Range. Einmal die Schmelze gedodged. Und gerade kurz ein bisschen kleinen Herzinfarkt bekommen. Können wir wieder auf 750 KDPS kommen? So, die Hälfte haben wir gleich. Aber 750 KDPS scheinen wir wirklich gut zu halten. Auch wenn es natürlich ein bisschen Krampf ist, mit einem AM nebenbei noch zu spielen. Ah, ist wieder einer aus der Party raus, perfekt. Also wir haben noch nicht mal volle Party aktuell. Wie viele von den Dingern will er noch spawnen? Achso, ich kill die durch Waterbomb wahrscheinlich. Deswegen kommen die nach. Trotzdem haben wir 780 KDPS fast. Schon ein bisschen gestört. Und das erst mit einer Nautilus-Axt. Coral Sword wahrscheinlich 800 KDPS plus. Ah, okay, das war's mit dem EM. Gut, dann spielen wir den Rest hier ohne EM runter. Wird jetzt natürlich ordentlich die DPS droppen. Aber ja, interessant war es auf jeden Fall zu sehen. Also sehen wir jetzt mal hier so die Hits ohne HC. 320k, 328k, 321k. 340k war es gerade, glaube ich. Ohne HC. 295k. 357k. 328k. 334k, also das ist schon 351k gerade. Also das ist schon ziemlich fett. Jetzt ist natürlich gleich GT leer. Aber da knallt die Waffe rein. Holy moly. Also einfach mal so ohne HC 350k Hits. Bei Red Meteonica ist schon ein bisschen was. In 5 Minuten haben wir nicht geschafft, aber in 6 Minuten sieht so aus. Auch ohne HC, vielleicht mit konstant HC wären wir wahrscheinlich schon durch. Imagine, am Ende verlieren wir jetzt sogar noch. Durch den Hit. Was halt natürlich tierisch nervt, finde ich, ist, dass durch die FWC Golden Axe in der Second Hand kein Sackblatt mehr ist, dass wir uns nicht mehr selbst regenerieren. Natürlich kein Drop. Aber das Lifesteal nicht funktioniert, das ist absolut für den Arsch. Was ist jetzt, wenn ich Ultimate-Waffe mache mit Sackblatt und die in die Offhand nehme, zum Beispiel jetzt ein Coral Sword oder halt eine Nautilus-Axt. Erstmal ist ja Lifesteal ziemlich geiles Ding, aber wenn das in der Offhand nicht funktioniert oder so, das macht halt gar keinen Sinn.
Crit-Chance, Crit-Schaden funktioniert, Lifesteal geht nicht, geht PvP-Schaden geht eventuell, ja, nein, funktioniert es nicht, geht es nur bei normalen Stats nicht, geht es bei Ulti-Stats. Ganz komisch. Ja, lasst mir gerne eure Gedanken und Meinungen in den Kommentaren. Für einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Haut rein und tschüssi!